Krankenversicherung in Deutschland, das klingt am Anfang erstmal ein bisschen kompliziert, oder? Ich erkläre dir das jetzt ganz einfach, Schritt für Schritt, was wichtig ist und wie du dich hier in Deutschland krankenversichern kannst. Ich bin Daiva und ich helfe dir gerne, hier den Alltag in Deutschland ein bisschen besser zu verstehen. Ich komme selber ursprünglich aus Litauen und ich weiß noch sehr gut, ja, wie der Anfang schwer sein kann. Also, lass uns jetzt zusammen die Krankenversicherung anschauen. Erstmal das Wichtigste, in Deutschland ist die Krankenversicherung Pflicht. Also das heißt, jeder, der hier lebt, muss versichert sein. Und ehrlich gesagt ist auch besser so, weil stell dir mal vor, du wirst krank und du musst ins Krankenhaus und du bist nicht versichert. Also das kann richtig, richtig teuer werden. Noch wichtig zu wissen, in Deutschland gibt es zwei Arten von Krankenversicherung. Also einmal ist die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist so die normale Versicherung für die meisten Menschen. Und dann gibt es noch die private Krankenversicherung. Die ist eher für die Menschen, die hier selbstständig arbeiten oder für Beamten oder Menschen, die wirklich sehr viel Geld hier verdienen. Was viele am Anfang nicht wissen, und das ist wirklich wichtig, es gibt auch die Familienversicherung. Das bedeutet, wenn ein Elternteil gesetzlich versichert ist, können Kinder und oft auch der Ehepartner mitversichert sein. Das ist wirklich super hier in Deutschland. Also ich finde, das ist ein super großer Vorteil hier. So, und jetzt ist die Frage, wie meldest du dich bei einer Krankenversicherung an? Also wenn du hier arbeitest, ist das ja einfach ziemlich einfach. Du suchst dir eine Krankenkasse aus und dein Arbeitgeber meldet dich dort an. Der Arbeitgeber zahlt auch ungefähr die Hälfte von dem Beitrag. Die andere Hälfte wird direkt von deinem Gehalt abgezogen. Du musst also selbst hier wirklich nicht viel machen. Wenn du aber noch keinen Job hast, dann ist es ein bisschen anders. Also dann musst du dich hier selbst versichern. Also das nennt man dann eine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung. Du zahlst dann einen Mindestbeitrag und wenn du später dann arbeitest, also wird das dann automatisch an dein Gehalt angepasst. Die Anmeldung bei der Krankenkasse ist eigentlich ganz einfach. Du machst das meistens online bei der Krankenkasse, die du dir ausgesucht hast. Du füllst ein Formular aus und schickst deine Unterlagen hin. Meistens brauchst du dafür deinen Ausweis, Reisepass, dann oft die Meldebescheinigung vom Bürgerbüro und oft wollen sie auch noch sehen, wie dein Aufenthaltsstatus ist oder ob du schon hier arbeitest. Wenn du alle Unterlagen geschickt hast, bekommst du zuerst eine Bestätigung per E-Mail, dass du angemeldet bist. Und nach ein paar Tagen bekommst du auch dann deine Krankenversicherungskarte per Post zugeschickt. Also die Karte ist super wichtig und die zeigst du dann immer, wenn du zum Arzt gehst. Und jetzt noch ein kleiner Tipp von mir, kümmere dich wirklich sehr früh darum. Also, weil wenn du das zum Beispiel zu spät machst, kann es passieren, dass du dann die Beiträge nachzahlen musst. Und das kann dann natürlich auch richtig teuer werden. Und schau dir einfach die Krankenkassen genau an und vergleiche sie, weil die Preise sind oft ähnlich, aber nicht immer genau gleich. Und auch die Leistungen sind unterschiedlich. Manche Krankenkassen bieten zum Beispiel Untersuchungen oder bestimmte Behandlungen und manche bieten das einfach auch nicht oder die bieten was ganz anderes. Also schau einfach, was für dich am besten passt. Ich hoffe sehr, dass für dich jetzt das alles ein bisschen klarer geworden ist. Später werde ich noch ein Video machen, in dem ich dir ganz einfach erkläre, was der Unterschied zwischen Hausarzt, Facharzt ist und wann du eine Überweisung brauchst. Also wenn dich das auch interessiert, dann bleibe gern dabei und natürlich, wenn du möchtest, auch abonniere gerne auch meinen Kanal, damit du ja zwischen diesen vielen YouTube-Videos auch mein Video findest. Okay, ich sage dann einfach, mach's gut und bis bald.